Hallo, mein Name ist Kiam und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Zenyatta Guide. Zenyatta ist zwar in der Support-Kategorie, macht aber ähnlich viel Schaden wie die meisten Damage-Dealer. Dafür ist er auch sehr einfach zu töten, da er keinerlei Movement-Abilities hat und aufgrund seiner Hitbox einfach zu treffen ist. Durch die Möglichkeit viel Schaden zu machen und der gleichzeitigen Gefahr schnell zu sterben, ist er einer der anspruchsvollsten Helden in Overwatch. Mit diesem Guide will ich euch helfen, ihn besser zu spielen. Kurz vorweg, ich bin ein Top 500 Support Spieler und streame regelmäßig auf Twitch. Schaut dort gerne mal vorbei, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Aber jetzt weiter mit dem Guide. Mit Zenyatta's Orbs of Destruction kann man ordentlich Schaden austeilen. Dabei stehen einem ein primärer Feuermodus, bei dem man die Orbs einzeln abschießt, und ein sekundärer, bei dem man einen Volley von bis zu 5 Orbs auf einmal loslassen kann, zur Verfügung. Da man durch die lange Aufladezeit des Volleys insgesamt einen geringeren Schadensoutput hat, sollte man ihn nur benutzen, wenn gerade keine Gegner zu sehen sind oder man zum Beispiel nur kurz um eine Ecke pieken möchte. Danach ist es effektiver, die Gegner einfach mit dem Linksklick abzuschießen. Für die maximale Präzision sollte man auf keinen Fall den Linksklick einfach gedrückt halten, sondern immer für jeden Schuss einzeln klicken, wenn man sicher ist, dass der Schuss trifft. Durch die einzelnen Schüsse ist es oft deutlich einfacher, den Gegner zu treffen. Wenn ein Genji beispielsweise seinen Doppelsprung benutzt hat und sich deshalb in einer vorhersehbaren Bahn bewegt, dann würde man diesen Moment vermutlich verpassen, wenn man Linksklick gedrückt hält. Um den größten Schaden anrichten zu können, sollte man seine Ziele natürlich auch immer discorden. Damit man dabei nicht seinen Schussrhythmus unterbrechen und damit seinen Schaden verringern muss, hier ein kleiner Tipp. Man kann die Schussanimation mit seinem Discord abbrechen und dann gleich im normalen Schussrhythmus weiterschießen. Übt das am besten einfach mal ein bisschen in der Practice Range. Das allgemeine Aim sollte man jedoch nicht in der Practice Range oder mit Aim-Trainern trainieren, sondern stattdessen dafür FFA-Games nutzen, da Zenyatta's Orbs Projektile sind und damit nicht direkt im Ziel ankommen. Man muss das Movement seiner Gegner predikten und das lässt sich gegen echte Gegner am besten üben. Zurück zu den Animation Cancels. Man kann direkt nach einem Schuss seinen Nahkampfangriff benutzen und auch wenn man dessen Animationen erst später sieht, richten beide gleichzeitig ihren Schaden an. Man kann damit entweder einen Lone-Gegner finishen oder sogar eine Tracer one-shotten. Auch bei dem aufgeladenen Schuss gibt es eine Interaktion mit dem Nahkampfangriff. Die Aufladeanimation lässt sich nämlich mit einem Nahkampfangriff abbrechen. Das kann hilfreich sein, um den Gegnern seine Position nicht zu verraten. Allerdings werden dabei trotzdem die vorher aufgeladenen Orbs aus dem Magazin verbraucht. Dafür ist es möglich, einen vollen Volley mit 5 Orbs aufzuladen, auch wenn nur noch ein Orb im Magazin ist. Nun zum Positioning. Mit Zen ist es wichtig, dass man sich seiner Verletzlichkeit bewusst ist und sich dementsprechend positioniert. Das heißt, entweder so weit weg vom Geschehen, dass die Gegner einen nicht wirklich angreifen können, oder möglichst nahe bei Helden, die einem helfen können, wie zum Beispiel der zweite Support oder ein McCree. Letzteres ist vor allem gegen mobile Gegner wie Tracer oder Winston der Fall, da diese einen, wenn man alleine ist, oft schnell töten. Um etwas mehr Leben zu haben, sollte man sich wann immer möglich in der Nähe von Health Packs aufhalten. Mit 75 Leben mehr lebt es sich nämlich deutlich länger. Am besten habt ihr immer einen Fluchtplan im Kopf, um möglichst schnell zum nächsten Health Pack oder zurück zum Team zu kommen. Damit die Gegner es möglichst schwer haben, einen zu treffen, ist es wichtig, die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen. Das bedeutet, man sollte immer möglichst wenig im Offenen stehen, um damit eine sehr geringe Angriffsfläche zu bieten. Als Beispiel, während ich hier von 3 Positionen aus angegriffen werden kann, ist es bei korrekter Positionierung nur noch dem Genji möglich, mich zu treffen, auf den ich auch gerade ziele. Also achtet immer darauf, von wo aus ihr getroffen werden könnt. Gerade im unkoordinierten Rank kann man mit Zen auch mal etwas aggressiver spielen und die Gegner flanken gehen. Zen hat nämlich keine Schritte, die von den Gegnern gehört werden könnten, und so kann man ab und zu versuchen, den ein oder anderen ahnungslosen Gegner von der Seite zu töten. Aber Vorsicht, wenn ihr dies mit einem aufgeladenen Schuss machen wollt, denn das Aufladen ist für die Gegner sehr leicht hörbar. Kommen wir nun zu seinen Fähigkeiten. Auch hier stehen Zen wieder Orbs zur Verfügung, und zwar der Harmony Orb, der Teammates um 30 Leben die Sekunde heilen kann, und der Discord Orb, der den erlittenen Schaden von Gegnern um 25% erhöht. Bei beiden muss man die Helden, denen man den Orb gegeben hat, allerdings stets in seinem Sichtfeld haben, sonst verschwindet er nach 3 Sekunden wieder. Damit der Orb weiter aktiv bleibt, reicht es, wenn man nur alle paar Sekunden kurz die Ziele der Orbs im Sichtfeld hat, um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Da man nur jeweils einen Harmony Orb und nur einen Discord Orb hat, muss man Prioritäten setzen. Da Zen alleine nur relativ wenig heilen kann, hat es oberste Priorität, seinen zweiten Support mit seinem Harmony Orb am Leben zu halten, damit dieser dann das restliche Team heilen kann.
Danach profitieren Flanker wie Tracer, Genji oder Doomfist am meisten vom Harmony Orb. Da man Tanks prozentual gesehen nur um sehr wenige ihrer Leben wieder hochheilen kann, sollte man diese hauptsächlich dem zweiten Heiler überlassen. Wichtig ist es aber auch, dass man die Position der Teammates in seine Überlegungen mit einbezieht. Man muss abschätzen, wer sich gerade in größerer direkter Gefahr befindet. Um den Discord Orb zu seinem maximalen Potenzial ausschöpfen zu können, spielt die Kommunikation auch eine zentrale Rolle. Als Zen sollte man der Target Caller sein, also ständig dem Team sagen, welcher Gegner gerade gediscordet ist und damit fokussiert werden sollte, um so die Feuerkraft zu bündeln und vom Schadensbonus am meisten profitieren zu können. Restore. 6. Zen discorded next. Bei der Frage, welche Helden man discorden sollte, kommt es sehr auf die Helden an, welche man selber und die Gegner gerade spielen. Wenn beide Teams einen Reinhardt haben, sollte stets der gegnerische Reinhardt als erstes gediscordet werden. Wenn man allerdings mit einer Dive-Comp, also mit Tanks wie Winston und D.Va zusammenspielt und die gegnerischen Supports dived, sind diese immer das Nummer 1 Ziel des Discords. Generell kann man den Discord aber auch sehr gut nutzen, um schlechtes Positioning der Gegner zu bestrafen. Wenn ein Gegner beispielsweise nicht hinter dem Reinhardt-Schild steht, sollte man ihn direkt discorden. Zens Ultimate, die Transcendence, heilt 300 Leben pro Sekunde und ist damit ein sehr guter Konter gegen starke Ultimates der Gegner, wie zum Beispiel Genjis Dragonblade oder Zaya's Graph. Um das effektiv machen zu können, ist es wichtig, die Ults der Gegner zu tracken, also sich immer bewusst zu sein, welche Ultimates die Gegner gerade haben. Es ist möglich, die Transcendence gegen Ults wie zum Beispiel EMP oder Shatter reaktiv zu benutzen. Da dies aber risikoreich ist, ist es schlauer, sich so zu positionieren, dass man von diesen Fähigkeiten selber nicht getroffen wird, um das Team dann mit der Ultimate zu retten. Ansonsten kann man auch ausnutzen, dass Zenyatta während seiner Ultimate unverwundbar ist. Man kann also zum Beispiel den Punkt oder die Payload noch um bis zu 6 Sekunden contesten oder auch Teammates vor dem Tod bewahren. So kann man zum Beispiel Reinhardts oder Doomfists Charge abfangen oder sich vor gefeaste Teammates stellen. Wenn die Gegner keine großen Ultimates haben, die es zu kontern gilt, kann man die Ult auch nutzen, um entweder das Team noch am Leben zu halten, wenn man merkt, dass die normale Heilung nicht mehr ausreicht, oder auch einen Kampf damit beginnen, um mit einem großen Vorteil in den Kampf zu gehen. Des Weiteren muss man wissen, dass Zen auch während seiner Ultimate noch Knockback hat. Daher muss man aufpassen, dass man nicht von einer D.Va-Bombe oder von einem gegnerischen Winston in seiner Ult von der Map geschubst wird. Man kann es allerdings auch zu seinem Vorteil nutzen, indem man zum Beispiel mit Hilfe einer D.Va-Bomb in Positionen gelangen kann, die sonst unerreichbar wären. Außerdem werden von der Trance nur Teammates geheilt, die sich im direkten Sichtfeld befinden. Das heißt, dass Teammitglieder, die sich hinter gegnerischen Schilden befinden, nicht geheilt werden können. Um noch etwas gratis Schaden bzw. Heilung mitzunehmen, sollte man sicherstellen, dass während jeder Trance beide Orbs in Benutzung sind, da diese zwar während der Ult nicht auf neue Ziele gepackt werden können, aber bei schon vorher ausgewählten Zielen weiterhin wirken. Wenn beide Teams Zens mit Ultimate haben, ist es hilfreich, wann immer möglich seine Trance nach der des Gegners zu benutzen, damit man noch ein wenig länger fast unverwundbar ist als der Gegner und so vielleicht sogar den Kampf für sich entscheiden kann. Noch ein kleiner Tipp, vor allem wenn ihr in einem koordinierten Team spielt. Let me heal, Mario. Let me heal. Okay. Sprecht euch mit eurem zweiten Support ab, wenn es darum geht, nach einem Kampf noch Teammates hochzuheilen. Denn das ist wertvoller Ult-Charge, der darüber entscheiden kann, ob zum Beispiel eure Trance schon ready ist, wenn die Gegner graven oder noch nicht. Wenn du jetzt Bock auf Top 500 Support Gameplay bekommen hast, dann schau doch mal auf meinem Twitch-Kanal unter twitch.tv/kia_ow vorbei. Zudem biete ich auch Coaching an. Bei Interesse kannst du dich einfach per PN bei mir auf Discord melden. Den Link zu meinem Server findet ihr in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.